Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Regina Göhlert. Ich bin Referentin für internationale Berufsbildungszusammenarbeit bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern und möchte Ihnen heute gerne Modul 3 erfolgreicher Umgang mit Studien- und Schulabbrechern vorstellen, das wir im Rahmen des Projekts Future Skills for Trainers entwickelt haben. Wir werden uns gemeinsam anschauen, warum wir uns für dieses Thema entschieden haben, welche Lernziele und Inhalte in dem Modul behandelt werden, wie das Modul grob aufgebaut ist und werden dann abschließend auch noch einen Blick auf die Lernplattform und einfach mal eine Lektion werfen, damit Sie einen guten Einblick haben, was dieses Modul alles zu bieten hat. Was ist der Hintergrund des Moduls und warum haben wir uns entschieden, dieses Thema im Kurs zu behandeln? Ausbilderinnen und Ausbilder haben in ihrem Berufsalltag mit immer heterogeneren Unterrichtsgruppen zu tun, mit Auszubildenden, mit einem ganz persönlichen oder auch beruflichen Werdegang. Beispielsweise Studien- und Schulabbrecher sind eine dieser Zielgruppen, die ihre Ausbildung häufig schon mit dem Gefühl beginnen, dass sie gescheitert sind, dass sie eine Ausbildung oder ein Studium nicht geschafft haben und brauchen daher in der Ausbildung eine ganz individuelle und persönliche Unterstützung, damit sie damit die Ausbildung einfach zu einer positiven und erfolgreichen Erfahrung für sie werden kann. Und Ausbilderinnen und Ausbildern möchten wir mit dem Modul gerne Methoden und Instrumente an die Hand geben, damit sie Risikofaktoren für einen Ausbildungsabbruch frühzeitig erkennen können und dann auch gegensteuern können. Hm, Was sind die konkreten Lernziele des Moduls? Wir fokussieren uns hier auf 3 Lernziele. Einmal auf Früherkennung. Da geht es darum, dass die Teilnehmer wichtige Faktoren kennenlernen, einfach die zu einem frühzeitigen Ausbildungsabbruch führen können. Ziel 2 ist dann, Ressourcen zu stärken und auch Prävention zu betreiben. Das heißt, die Ausbilder können Methoden anwenden, mit denen vorhandene Ressourcen bei den Auszubildenden entdeckt und gefördert werden können. Lernziel Nummer 3 ist das Themenfeld Motivation aufbauen. Also, Ausbilder können dann ihren Auszubildenden können sie auch in herausfordernden Zeiten unterstützen und ihnen eben helfen, ihre Ziele zu verfolgen und die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Wie ist jetzt dieses Modul konkret aufgebaut und wie ist es auch strukturiert? Es ist so, dass unser Modul ja ein Blended Learning Kurs ist, sodass er aus 2 Teilen aufgebaut ist. Einmal ein Online-Kurs und einmal ein Präsenzteil. Der Online-Kurs hat einen ungefähren Lernumfang von 6 Stunden, und der dient zum Selbststudium und zur Vorbereitung des Präsenztags. Der Präsenztag ist auf gut 8 Stunden angesetzt, also für einen Tag, eben ein Präsenztag, in dem die Vorkenntnisse dann vertieft werden können und in Gruppenarbeiten noch weiter ausgebaut werden können. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Inhalte genau in dem Modul behandelt werden, es ist eben so, wie vorhin erwähnt, dass es gibt einmal das Online-Training und einmal das Präsenztraining. Das ist jeweils in 3 Abschnitte eingeteilt. Diese 3 Abschnitte entsprechen den vorhin erwähnten Lernzielen, also einmal Früherkennung, Ressourcen stärken und Prävention betreiben und Motivation aufbauen. Jede dieser Abschnitte hat dann wiederum 2 Lektionen, äh, und es ist so, dass das, wie vorhin schon erwähnt, also dass die Inhalte nicht die gleichen sind. Also es ist nicht so, dass man im Onlinekurs was macht und dann das in dem Präsenztraining genau das Gleiche noch mal behandelt, sondern es werden schon unterschiedliche Themen behandelt, sodass dass es notwendig ist, wirklich beides zu machen, um von dem Kurs vollumfänglich profitieren zu können. Vielleicht werfen wir einfach mal kurz ein bisschen einen Blick auf ein paar von den Themen, die behandelt werden, weil es ist ja, wie man hier sehen kann, wirklich
behandelt viele Inhalte. Also es ist einmal theoretisches Wissen, das vermittelt wird, wo es darum geht, was sind denn Gründe, warum bricht jemand eine Ausbildung ab, warum bricht jemand sein Studium ab, was sind dann auch die Auswirkungen davon. Ein weiteres Themenfeld, das wir behandeln, ist das Thema Soft Skills. Einerseits, was genau beinhaltet, was sind alle Soft Skills, wie kann man Soft Skills trainieren. Dann werden wir, wie ich auch schon erwähnt hatte, geht es ja auch darum, Methoden und Instrumente vermittelt zu bekommen, die man dann im Ausbildungsalltag anwenden kann. Dazu gehört zum Beispiel das 4-Perspektiven-Schema und auch das Werte- und Entwicklungsquadrat. Das ist einfach, dass man mal so ein paar Schlagworte gehört hat, die eben dort auch behandelt werden. Welche Lern- und Lehrmaterialien verwenden wir jetzt in unseren Kursen? Es ist so, dass der Online-Teil ist eine Kombination aus PowerPoint-Folien und Arbeitsblättern, über die sich die Lernenden das Wissen selber im Selbststudium eben aneignen können und dann in die Arbeitsblätter auch dazu dienen, das Wissen einfach zu vertiefen und mal im eigenen Kontext anzuwenden und auch zu reflektieren. Zusätzlich haben wir auch Quizfragen, die dazu dienen, dass man einfach ein bisschen der Kursteilnehmer ein bisschen testen kann. Hat er schon alles verstanden? Ist es vielleicht sinnvoll, nochmal weiter nach vorne zu gehen und einfach nochmal gewisse Themen nochmal zu vertiefen und nochmal nachzulesen? Zu den Materialien gehören auch Links, wo wir dann zu weitere führenden Informationen verlinken und auf Medien wie beispielsweise YouTube-Videos zugreifen, sodass das Gelernte einfach noch in einem anderen Kontext auch gebracht werden kann. Diese Materialien kann man auf eine Online-Lernplattform einspielen, über die dann der Lernende sich das Wissen selber eben aneignen kann. Im Rahmen des Projekts und im Rahmen des Pilotkurses haben wir hier die Lernplattform Moodle verwendet, aber grundsätzlich kann man diese Materialien natürlich auch in andere Lernplattformen einspeisen. Am Präsenztag wird dem Trainer verschiedene PowerPoint-Folien zur Verfügung gestellt und auch Arbeitsblätter, die man verwenden kann. Dazu verwenden wir noch Flipcharts und es werden verschiedene Gruppenübungen durchgeführt, sodass man hier die Sachen einfach auch interaktiv etwas vertiefen kann. Jetzt würde ich gerne, wie vorhin schon angekündigt, mit Ihnen einfach mal einen Blick in die Lernplattform werfen und dass wir uns gemeinsam vielleicht eine der Lektionen mal anschauen. Würden die Lektion Gründe für einen frühzeitigen Ausbildungsabbruch durchschauen. Hier ist der Fokus, dass die Teilnehmenden also die allgemeinen Hintergrundinformationen kennenlernen und da wird ein Bogen geschlagen vom Ausbildungsabbruch und dessen Auswirkungen hin über verschiedene Erklärungsmethoden und Indikatoren von Schulabbruch bis hin zu verschiedenen bildungspolitischen Maßnahmen. Aber jetzt werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Lernplattform. Das ist jetzt eben die Lernplattform Moodle, in die wir die Informationen eingestellt haben. Es ist hier aufgeteilt in einem ersten Absatz, in dem man nochmal zusammengefasst wird, um was geht es genau, wie ist dieses Modul aufgebaut, welche Arbeitsunterlagen gibt es und ist einfach so ein paar einleitende Worte zu der Lektion. Dann finden wir hier die 3 Abschnitte, die ich vorhin erwähnt hatte, also Früherkennung, Ressourcen stärken und Prävention betreiben und Motivation aufbauen. Und hier kann man dann in jeder dieser Abschnitte finden sich die unterschiedlichen vorhin erwähnten Lektionen. Sie finden jetzt hier Teil 1 und Teil 2. Es ist so, dass wir versucht haben, die Lektionen möglichst kurz zu gestalten, sodass es eben möglich ist, neben dem Beruf sich so eine Lektion rauszugreifen und noch durchzuarbeiten. Genau, Sie sehen hier also einmal die Lektion, wo hier nochmal kurz erklärt wird, worum es geht. Und dann hier wird beispielsweise zu einem Quiz weitergeleitet. Am besten schauen wir jetzt mal tatsächlich einen Moment. Aha. So, dann gehen wir noch mal kurz zurück in die Präsentation und schauen uns jetzt mal eben die Lektion Gründe für einen frühzeitigen Ausbildungsabbruch an.
Sie sehen hier, das ist eben die PowerPoint-Präsentation. Man kann das hier auch noch größer machen. Es wird hier auch noch mal dargestellt, wie lange so eine Lektion dauert, damit man sich wirklich gut vorbereiten kann und weiß, okay, so viel Zeit sollte ich mir nehmen, um das durchzuarbeiten. Es wird noch mal erwähnt, was das Lernziel ist, also was wird man hier erfahren in der Lektion. In dieser Lektion ist das Thema eben, dass man die Gründe für den Ausbildungsabbruch und dann die Auswirkungen kennenlernt. Und das wird hier werden mehrere, das wird aus mehreren Blickwinkeln hier beleuchtet. Was ist es für, also welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Wie überlappen die sich auch? Welche Ebenen muss man hier mit betrachten bei diesem Thema, um die Ursachen nachvollziehen zu können? Es ist hier, also wir haben auch versucht, dass es von der Optik einfach ansprechend ist und dass es nicht nur Text ist, sondern dass es auch ein paar Grafiken gibt, sodass das Ganze etwas aufgelockert ist. Wir haben ja auch solche Elemente drin wie hier, wo man dann nochmal einzelne Sachen anklicken kann, sodass es einfach sich ein bisschen besser einprägt, als wenn man nur reinen Text hätte, den man lesen würde. Wir haben dann hier eben auch verlinkt dann auf Arbeitsblätter, wie ich vorhin erwähnt habe, wo man dann man kann sie entweder am Computer bearbeiten oder auch ausdrucken und handschriftlich machen, ganz wie man das gerne möchte und einfach, um dann noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und wird dann hier auch gleich verlinkt zu den Quizfragen, die ich vorhin erwähnt habe. Und so in der Größe sind ungefähr die Lektionen. So, gehen wir noch mal einmal kurz zurück in die Präsentation. Einen Moment. Das möchte tatsächlich meine Maus nicht. Schauen wir mal. So, jetzt. So, genau. Denn ich wollte Ihnen gerne noch meine Kontaktdaten auch mitteilen. Das heißt, wenn Sie Interesse an diesem Modul haben oder Rückfragen haben oder eben das Modul bei sich vielleicht im Haus auch anbieten möchten, dann können Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen per Telefon oder auch per E-Mail. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn das Modul auf Ihr Interesse gestoßen ist.